Ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Teil des Moduls 2, strukturierte und nachhaltige Repräsentation von Korpusdaten. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit XML-Standards zur Textrepräsentation. Zunächst werde ich eine Einführung in XML geben und dort auf nachhaltige Repräsentation eingehen, die man mit XML-Dokumenten erreichen kann. Im zweiten Teil den wichtigsten Standard zur Codierung von natürlichsprachlichen Texten, TIP5, und zeigen, wie der aufgebaut ist. Was heißt nachhaltige digitale Repräsentation? Mein persönliches Credo könnte man so zusammenfassen auf 3 Punkte. Applikationen oder Web-Applikationen oder auch Datenbanken sind nie nachhaltig. Daten können es sein. Binäre Daten allerdings sind nie nachhaltig. Textbasierte, insbesondere offen spezifizierte Datenformate auf der Basis von XML können es sein. Digitale Nachhaltigkeit bedingt universale Konventionen für kulturelle Zeichen. Und mit der Zeichenkodierung Unicode und dem Datenformat XML liegt eine gute Grundlage dafür vor. Was meine ich mit Zeichen? Wir alle haben eine visuelle Vorstellung von Schriftzeichen, sogenannte Glyphen, die die grafische Darstellung von Bestandteilen oder von ganzen Schriftzeichen darstellen. Das ist für das menschliche Auge gedacht. Es gibt aber auch Schriftzeichen, die für die Fingerkuppen wie in der Brailleschrift gedacht sind oder auch Audiosignale beinhalten wie die Morsecodes. Das sind alles Darstellungen von Zeichen, die auf den Menschen abzielen. Für die Maschine sind Zeichen im Wesentlichen eigentlich Zeichencodes. Das heißt, es muss eine Konvention geben, mit der diese kulturell gesetzten Zeichen auf eine Zahl in der Maschine abgebildet werden können. Solche Zeichencode-Tabellen oder kurz noch Code-Tabellen gibt es in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Der verbreitetste Standard ist der ASCII-Standard. In diesem Standard hier sehen wir eine Code-Tabelle, die ASCII ISO 8859 und auch einen kleinen Ausschnitt aus Unicode darstellt. Wir können in dieser Tabelle ablesen, dass der Code für das Großbuchstabenzeichen A hexadezimal 41 ist, umgerechnet auf Dezimal die Zahl 65. Für jedes Schriftzeichen kann man nun eine Codierung in Zahlen festlegen. Der ASCII-Standard ist relativ alt und er ist auch eingeschränkt, weil er nur englische Schriftzeichen unterstützt, insgesamt 128 Zahlencodes zur Verfügung stellt. Für verschiedene Sprachen oder Betriebssysteme wurden Codierungen, die mit 8 Bits, das heißt einem Byte, das heißt 256 möglichen Codes arbeiten können, aber diese Systeme sind nicht befriedigend aus einer universellen Perspektive und erst mit der Unicode-Lösung, das ist parallel auch ein ISO-Standard, hat man versucht, allen menschlichen, aktuellen, vergangenen Zeichen einen eindeutigen Zahlencode zuzuweisen. Im aktuellen Unicode-Standard 7.0 sind über 113.000 grafische Zeichen oder Bestandteile von Zeichen definiert und es werden ungefähr 123 Schriftsysteme unterstützt. Mit Unicode ist es möglich, Zeichencode-Tabellen zum Beispiel für ägyptische Hieroglyphen zu bilden, wie wir sie hier abgebildet sehen. Wichtig ist, dass man nun Unicode nicht verwechselt mit einem konkreten Speicherformat für Texte. Ein wichtiges Speicherformat ist das sogenannte UTF-8-Speicherformat. Das kommt aus einer ganzen Familie von Speicherformaten, die eine Abbildung von Unicode-Zahlen auf physische Bytes, die im Computer gespeichert werden. UTF-8 ist ein kompaktes
und mittlerweile sehr populäres Format. Über 84% aller Webseiten sind momentan in UTF-8 kodiert. Ein Vorteil von UTF-8 ist, dass jede ASCII-Datei immer auch eine gültige UTF-8-Datei ist. Das heißt, es gibt hier eine starke Rückwärtskompatibilität. In der Tabelle unten sehen wir, wie dieser Unterschied zwischen Unicode und UTF-8 gemeint ist. In der Spalte Unicode binär sehen wir die binäre Darstellung der Zahlencodes, zum Beispiel für Y oder für Ä. Wir sehen in der Spalte UTF-8 binär, dass je nachdem, ob ein Zeichen im ASCII-Code drin ist, nur 1 Byte, das heißt 8 Bits verwendet werden müssen, ob 2 Bytes verwendet werden oder ob allenfalls sogar 3 Bytes verwendet werden, wie im Fall des Eurozeichens, um den Code des Eurozeichens zu kodieren in Form einer Bytefolge. Ja, ich habe letzthin ein interessantes Wort gefunden. Warten Sie mal, ich möchte es Ihnen gleich zeigen. Es muss da hier sein. Wo war das jetzt wieder? Genau. Ja, muss da. Ja. Ups. Ich habe letzthin im Jahrbuch vom 1904 im Textenbergkorpus ein interessantes Wort gefunden. Es war im 4. Artikel. Ich kann Ihnen das zeigen. Da haben wir das Jahrbuch 1904 und da ist der erste Artikel, brauchen wir nicht. Zweite Artikel brauchen wir auch nicht. Dritter Artikel brauchen wir nicht, aber da ist der 4. Artikel. Genau. Und jetzt schauen wir mal. 4. Artikel und es war im ersten Satz, ich erinnere mich noch genau, und zwar war es das Wort an der 4. Stelle und jetzt erinnere ich mich wieder genau, das Wort war Bericht eines Lichtbildners. Altes Wort für Fotograf, kannte ich bisher nicht. Was verstehen wir nun unter einer strukturierten Repräsentation? In XML heißt Strukturierung im Wesentlichen Verschachtelung. XML ist ein hierarchisches Datenmodell. Wir können uns vorstellen, dass ein Dokument eine Schachtel ist, die wiederum Teilschachteln, Text enthalten können. Diese Texte können wieder für jeden Abschnitt oder Paragraphen Schachteln enthalten. Jeder Paragraph hat wieder Schachteln, die Sätze enthalten und jeder Satz kann kleine Schachteln enthalten, die Wörter repräsentieren. Und die Wörter sind letztendlich die Textdaten, die unser Korpus ausmachen. In XML muss man Schachteln durch 2 Tags repräsentieren, normalerweise ein öffnendes Tag und ein schließendes Tag. Und wenn wir die Schachtelseiten ausradieren, ergibt sich aus diesem hierarchischen Datenmodell eigentlich sehr natürlich eine Serialisierung als Text. Schauen wir etwas genauer hin, was die XML-Grundkonstrukte sind. Typischerweise beginnt eine XML-Datei mit einer XML-Deklaration, wo auch explizit ausgedrückt ist, in welcher Codierung die Datei codiert ist. Diese Deklaration ist optional. Wenn sie nicht angegeben ist, wird davon ausgegangen, dass eine UTF-8-Codierung vorliegt. Elemente werden durch sogenannte Start-Tags eingeleitet und durch End-Tags beendet. Die Elemente müssen sauber verschachtelt sein. Es gibt Elemente, die keinen Inhalt haben, keine Textdaten haben oder keine andere Elemente haben. Das sind sogenannte leere Tags und die kann man mit einer speziellen Schreibweise aufnotieren, wo der Schrägstrich vor der schließenden Spitzenklammer steht. Also nicht zu verwechseln mit dem End-Tag. Innerhalb von Elementen kann man gewissermaßen Etiketten angeben, wo für gewisse Attribute ein Wert gesetzt wird. Jedes Attribut darf nur einmal vorkommen in einem Element. Zwischen den Elementen können Textdaten aufgeführt werden,
Dort bedeutet jeder Buchstabe den Buchstaben im Text. Kommentare werden von den XML-Prozessoren ignoriert. Wichtige Regel im Umgang mit XML: Es darf höchstens ein Wurzelelement, eine äußerste Schachtel geben. Wir können uns sagen, XML ist eine Markup-Language und alles, was nicht Textdaten sind, zählt zum Markup. Wir haben nun für dieses Markup 5 Zeichen verwendet, die hier grün aufgeführt sind. Diese Zeichen haben somit eine Sonderbedeutung, weil sie dieses Markup spezifizieren. Wenn wir diese 5 Zeichen wörtlich aufnotieren wollen, dann können wir nicht diese grünen Zeichen verwenden, sondern wir müssen entweder eine sogenannte numerische Zeichenreferenz dafür verwenden, die auch für beliebige andere Zeichen möglich ist, oder wir verwenden sogenannte vordefinierten Zeichenentitäten. In XML sind 5 vordefiniert. In XML gibt es einige Standardattribute, die im sogenannten Namensraum XML vordefiniert sind. Ein wichtiges solches Attribut ist das Sprachattribut XML-lang, das es erlaubt, die Sprache, insbesondere eben auch natürliche Sprache, die innerhalb des Elements vorkommt, anzugeben. Das zweite wichtige vordefinierte Standardattribut sind sogenannte Identifier, IDs, das sind eindeutige Namen, die man Elementen vergeben kann. Solche Identifier müssen zwingend mit einem Buchstaben beginnen, also nicht mit einer Zahl, einer Ziffer. Sie können dann aber beliebige alphanumerische Zeichen oder auch Unterstrich, Punkt oder Trennstrich enthalten. Wenn man solche eindeutigen Namen definiert hat, dann kann man wiederum in anderen Elementen Attribute auf diese IDs setzen, das sind sogenannte ID-Referenzen, und damit ist es möglich, nicht bloß baumartige Verschachtelung in XML zu modellieren, sondern beliebig komplexe Datenstrukturen mit Hilfe von XML darzustellen. Das führt zu einer wichtigen Unterscheidung, wie man Annotationen in XML machen kann. Wir haben bisher vor allem das gesehen, was man manchmal Inline-Annotation bezeichnet. Das kann man in einem einfachen Modell zum Beispiel benutzen, um Personennamen oder geografische Namen im Text zu markieren. In diesem Beispiel möchte man unterscheiden, ob London im Zusammenhang mit Jack London als Personennamen funktioniert oder ob es als geografischer Name funktioniert. Durch entsprechendes Inline-Markup kann das ausgedrückt werden. Eine etwas flexiblere Lösung im Zusammenhang mit der Markierung von Namen bieten sogenannte Standoff-Annotationen. Im Text- und Bergkorpus haben wir uns dafür entschieden, dass wir geografische Namen, aber auch Personennamen über Referenzen auf Elemente kodieren. Jedes Wort hat einen eindeutigen Identifier und Standoff, das kann in derselben Datei sein, das kann aber auch in einer separaten Datei sein, gibt es nun die Information dazu, dass das Val Sulfretta ein Tal ist und dass die entsprechenden Wörter, die über die ID-Referenzen im Attribut Span aufgeführt sind, dass dadurch die Verbindung zu den Wörtern hergestellt wird. Ich fasse zusammen, XML ist ein Standard Extensible Markup Language, um Markup auf Textdaten einzuführen. Der XML-Standard spezifiziert, wie wohlgeformte XML-Dokumente aufgebaut sein müssen, sonst sind es keine XML-Dokumente, wenn sie nicht wohlgeformt sind. Und er sagt weiter, dass man die Verschachtelungsstruktur und auch die zulässigen Attribute und ihre Werte genauer beschreiben kann in sogenannten XML-Schemasprachen. Und dann kann man ein XML-Dokument entsprechend seiner Spezifikation auch validieren. Das ist hier nochmals grafisch dargestellt. Eine Textdatei ist nur dann eine wohlgeformte XML-Datei, wenn sie korrekt verschachtelt ist, wenn es genau ein Wurzelelement gibt, wenn jedes Attribut in einem Element höchstens einmal vorkommt und wenn sein Wert mit Anführungszeichen umschlossen ist.
Weiter wichtig für die Wohlgeformtheit ist, dass ein Identifier im ganzen Dokument höchstens einmal vergeben ist. Das macht die Wohlgeformtheit von XML aus und erst dann ist eine Textdatei, die vielleicht ein bisschen wie XML aussieht, wirklich wohlgeformtes und gültiges XML. Im Gegensatz oder in Ergänzung dazu spricht man von sogenannten validen XML-Dokumenten, wenn es spezifische Verschachtelungsregeln gibt, die in einer Schemasprache formuliert worden sind, maschinenlesbar. In älteren Standards waren sogenannte DTDs populär, heute verwendet man im Wesentlichen XML-Schemas, XSDs oder Relaxing-Schemas. In solchen Schemasprachen ist geregelt, welche Elemente wie oft und in welcher Reihenfolge und mit welchen Inhalten befüllbar sind. Die Schemata oder auch Relaxing sind etwas mächtiger als DTDs, weil sie sehr genau die zulässigen Werte in obligatorischen oder allenfalls fakultativen Attributen regeln. Ich fasse zusammen, XML in der Sprachtechnologie ist ein zentraler textbasierter Standard, mit dem man Texte und ihre Metainformation verschachtelt, strukturiert, programmunabhängig speichern kann. Wir werden als nächstes auf die Text Encoding Initiative schauen, wo spezifische Standards für Lexika, für Textcorpora, für digitale Editionen definiert sind als XML-Schemas. Es gibt aber viele weitere XML-Standards, die sprachtechnologische Bedürfnisse abdecken. Dank dieser Standardisierung von textbasierten Dateien in XML-Dokumenten gibt es viele Werkzeuge, Programmierschnittstellen, mit denen man diese XML-Dateien einfach einlesen, erstellen, man kann sie modifizieren und insbesondere auch visualisieren. Ich komme nun zu TEI P5. Es handelt sich hierbei um Guidelines, also Richtlinien, wie man Texte codieren soll. Das ist ein reifer Standard, der schon seit 2007 definiert ist und in verschiedensten Anwendungen dazu verwendet wurde, verschiedene natürlichsprachliche Dokumente, ihre Metainformationen und auch ihre Textannotationen zu repräsentieren. Man kann TEI P5 in zwei Arten benutzen. Man kann ihn als Supermarkt gewissermaßen für vorgefertigte Schachteln, also Elemente und Etikettierungen, ihre Attribute verwenden. Dann verwendet man vielleicht das volle TEI oder TEI Light, das ein bisschen abgespeckt ist, oder TEI Tight, das versucht, eine einheitliche Repräsentation für bestimmte Inhalte zu erreichen. Man kann TEI aber auch als Baumarkt sehen, eher als gewissermaßen Do-it-yourself-System, wo Endbenutzer ihr eigenes TEI-konformes Schachtelsystem konfigurieren und designen und dokumentieren können, in sogenannten ODD, One Document Does It All, Dokumenten. Es gibt ein Webinterface, mit dem man relativ komfortabel sich diese Anpassungsdateien zusammenklicken kann aus den vielen bestehenden Modulen, die TEI P5 zur Verfügung stellt. Was macht man jetzt eigentlich, wenn man eine sogenannte ODD-Spezifikation schreibt? Man spezifiziert einerseits, welche TEI-Module man verwenden möchte. Man kann den Inhalt dieser Module modifizieren, das heißt bestehende Elemente und Attribute ändern, neue kreieren. Gleichzeitig muss diese Spezifikation dokumentiert sein. Und wenn das alles gemacht ist, kann man aus diesem ODD automatisch verschiedene XML-Schema-Beschreibungen erzeugen, mit denen man dann XML-Dokumente validieren kann. Schauen wir ein einfaches Grobkonzept, die Grobstruktur von TEI Corpora an.
Das ist ein Modell, wo man in ein Korpus verschiedene Texte einfügen kann. Das Gesamtkorpus hat einen Header für Metainformation und jedes Teilkorpus steckt in einem TI-Element. Dort kann man wiederum einen Header und einen Textkörper für diesen Text spezifizieren. Wie sieht so ein Header aus? Hier im Beispiel für unser Text- und Berg-Jahrbuch 1904. Es gibt einerseits diese Information, um welches Buch das es sich handelt. Andererseits gibt es Aussagen darüber, was für einen Titel dieses Buch hat, im Title Statement. Es gibt Aussagen darüber, wer dieses Korpus elektronisch publiziert hat, und es gibt weitere Informationen darüber, aus welcher Quelle diese Textdaten ursprünglich stammen. Im Text- und Bergkorpus haben wir ein sehr einfaches und nur rein strukturelles Textstrukturmodell. Es gibt hier also keine Layout-Information. Wie schon bereits erwähnt, ist es ein hierarchisches Modell, wo der Text aus einem Textkörper besteht. Der besteht aus Paragraphen, diese Paragraphen aus Sätzen und die Sätze aus Wörtern. Über die Bedeutung der Attribute Lemma und POS für Wortart werden im Verlauf dieses Kurses noch mehr zu sagen haben, auch wie man das automatisch berechnet. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass die Basis für nachhaltige Datenformate in einer universalen Zeichenkodierung liegt. Darauf aufbauend können textbasierte XML-Dokumente, annotierte Corpora und ihre Metadaten strukturiert abspeichern. XML-Schemasprachen erlauben eine weitergehende exakte Spezifikation und automatische Validierung dieser abgespeicherten Daten. Mit TIP5 haben wir vielfältige vorgefertigte Module zur strukturierten XML-Repräsentation von Korpusdaten zur Verfügung. Es ist ein logistischer Supermarkt, wo man verschiedenste Schachteln und Beschriftungsvorlagen beziehen kann. Andererseits ist TIP5 aber auch ein Baumarkt, wo jeder flexibel sein eigenes passendes Schachtelsystem zusammenstellen kann. Aus solchen ODD-Spezifikationen können automatisch XML-Schemata zur Validierung erzeugt werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und möchte noch darauf hinweisen, dass es einen Hintergrundtext gibt zu diesen Themen, wo die hier präsentierten Konzepte noch etwas ausführlicher und illustrierter dargestellt werden.